Wir sind Svenja und Basti und gemeinsam mit unserer Hündin Pepper reisen wir in unserem Campervan Groot seit 2,5 Jahren entlang der Panamericana. Mittlerweile sind wir fast am Ende unserer Reise. Da wir unseren Van nur ab Montevideo verschiffen können, liegen jetzt noch knappe 3000 Kilometer argentinische Pampa vor unserer finalen Destination. Aber nicht nur die langen Fahrtage machen uns zu schaffen. Mit jedem Kilometer, den wir weiter in den Norden kommen, wird es heißer und heißer. Guten Morgen zusammen. Wir haben eine weitere Nacht an einer Ypf-Tankstelle verbracht, die leider nicht so erholsam war. Uns haben quasi LKWs gesandwiched. Links und rechts standen LKWs, die beide heute Morgen um 3 oder halb 4 innerhalb von einer halben Stunde jeweils losgefahren sind und ihre Motoren haben erstmal eine Viertelstunde warm laufen lassen und egal. Wir haben jetzt so kurz nach 8. Wir machen uns auch einen Kaffee und einen Tee und dann geht es schon weiter auf die Ruta 3. Und ja, ihr habt richtig gesehen, unser Gas ist leer. Eigentlich perfektes Timing. Ein bisschen zu früh, fast perfektes Timing. Wir können uns noch Kaffee und Tee machen. Wir gucken mal, ob wir unterwegs nochmal einen Gasanbieter finden, der uns vielleicht die Gasflasche nur 1 Kilogramm befüllt oder so. Damit wir wenigstens nochmal ein bisschen unsere Vorräte aufkochen können. Aber sonst gibt es halt nur noch kalte Küchen. Los, los! Weiter geht die wilde Fahrt. Alt kommen wir erstmal nicht. Müssen wir noch tanken? Ja. Ne? Halleluja! Ist das fast leer? Ja. Gut, dass wir einen guten Schlafplatz hatten, dann müssen wir zum ersten Spot gar nicht weit fahren. Natürlich dann einfacher, wenn wir so einen kleinen Wagen haben. Diesmal wird es ein bisschen teurer. Wieder durch. Ui. Oh. Und was haben wir? 94.000. Das war nicht mal der komplette Tank. Und da sind wir wieder. Ruta 3.
Wir vergleichen die Landschaft häufig mit der in Baja Kalifornien in Mexiko. Karge, hügelige Landschaften, die sich der Küste entlang schlängeln. Kilometerlange Sandstrände und hin und wieder entdeckt man eine Bewegung im Wasser. Ich glaube, ich habe gerade im Wasser einen Wal gesehen. Man meint ja oft, dass man irgendwie was im Wasser springen oder so sieht. Und dann ist es irgendwie nur eine Welle oder ein Stein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, und das war ziemlich dicht am Strand. Deswegen halten wir gleich mal da vorne an und gucken uns das an. Wir machen einen kleinen Mini-Stop und die erste Erkenntnis, nachdem wir hier aus dem Auto ausgestiegen sind, es ist sehr warm. Es wird langsam richtig, richtig warm und ich glaube in den nächsten Tagen geht es so auf die 30 Grad zu. Da ist ein Dino.
in Trelew wurde der wohl größte Dinosaurier-Unterschenkelknochen jemals gefunden. Und ich glaube, das wäre dann dieser besagte Dinosaurier. So groß wäre der ungefähr. Ist ein Pflanzenfresser und so eine Art Brachiosaurus. Aber ich weiß gar nicht genau, wie der hier heißt. Aber sieht so ähnlich aus. Und ich finde es so dermaßen krass, wenn man sich vorstellt, dass diese Geschöpfe hier rumgelaufen sind irgendwann mal. Das ist für mich somit das krasseste, absurdeste, wenn die nicht ausgestorben wären, dass die hier so auf dem Planeten rumgewabert sind. So ganz viele verschiedene Dinosaurier. Ich finde es einfach nur krass. Keine Ahnung, irgendwie macht das was mit mir, dieser Gedanke, dass die hier mal auf der Erde rumgelaufen sind. So viele verschiedene riesige Geschöpfe. Ich finde es einfach krass, dass es das gegeben hat. Ich finde den Schatten gut. Ein guter Schattenspender. Peppi auch. Also vamos, weiter geht's. Links gucken. Willkommen in Puerto Madryn. Wir haben hier eine Empanada-Empfehlung bekommen von unseren Container-Buddies. Die sind hier schon vor ein paar Tagen längst gefahren und haben gesagt, hier sollen wir uns unbedingt Empanadas holen. Und das ist jetzt gerade der perfekte Mittagssnack. Ja, auf jeden Fall nichts, was wo ich angehalten hätte. Checken wir mal aus, ne? Yes. Oh, es ist so warm. Der Planet brennt, ey. Und da drin im Ofen nicht weniger. Aber die wurden ganz frisch gemacht. Boah, das riecht krass. Knobi. Boah, das riecht so krass. Verdura, Napolitana, also Tomate, Käse. Da kommt, glaube ich, auch der Knobi her. Sehe ich schon da drauf. Dann für dich Schinken, Ananas und eine traditionelle Carne. Muy delicioso, I guess. Aber sehen nicht so schön aus wie meine, würde ich sagen. Ist ja aufgeplatzt oder was? Ich glaube, die müssen nur noch ein bisschen abkühlen lassen, sonst verfallen wir uns da. Okay, können wir noch einmal zum Gas fahren. Ja. Alright, geil. Also, sie scheinen es machen zu können, beziehungsweise fragt da jetzt gerade nach. Sie können nur nicht genau nur 1 Kilo, wir brauchen ja nicht so viel für irgendwie 2 Wochen. Nicht mal mehr. 10 Tage. 10 Tage. Und er fragt jetzt, ob sie halt einmal quasi zum Befüllen die Flasche aufdrehen und direkt wieder zu. Und dann sagt er uns, was es kostet. Nice. Yes, wir haben wieder Gas. Also das reicht auf jeden Fall für die letzten 10 Tage. Aber es ist so unfassbar heiß. Das ist locker 30 Grad. Das ist echt krass. Das ging schnell. Ja, da ging's. Wir haben jetzt ungefähr 6 € für 2 Kilo bezahlt für unsere Flasche. Und im, wie heißt es nochmal, im Baumarkt, Baumarkt.
wollten sie für so eine kleine Campinggasflasche 15 € haben. Weil wir kurz überlegt hatten, ob wir die jetzt übergangsweise nutzen. Also befüllen viel, viel günstiger, praktischer, besser. Ciao. Und jetzt können wir weiter. Es riecht so dermaßen nach Knoblauch, liebe Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, ist so gut. Ist das Knoblauchding? Nee, das ist jetzt einfach nur Verdura, das ist nur Gemüse. Richtig geil mit Brokkoli. Oh. Knobi ist das mit Tomate. Ich will mal dieses Ananas-Ding noch probieren. Mach hier mal ein bisschen Knobi runter. Das ganze Auto riecht nach Knoblauch. Tomate, Käse, Neapolitaner und sehr viel Knoblauch. Ananas und Schinken. Oh, geil. Oh, Halleluja, jetzt hab ich Knoblauch drauf. Hallo Pizza Hawaii. Es schmeckt richtig geil nach Pizza Hawaii. Und da ich Pizza Hawaii liebe, hier mal die Grundsatzfrage. Was sagt ihr? Pizza Hawaii, geht es klar oder absolutes No-Go? Ananas auf Pizza. Ich lieb's. Wir haben jetzt hier kurz mal am Straßenrand geparkt, weil es einfach immer wärmer und wärmer und wärmer und wärmer wurde. Wir haben jetzt so um die, wo haben wir? 6:30 und irgendwie sind immer noch 33 Grad. Laut Wettervorhersage, ja, 33 Grad auch hier im Van, unten auf dem Boden, was es hier oben natürlich nicht weniger warm macht. Das ist krass, unser Kreislauf kommt gerade überhaupt nicht klar. Irgendwie vor einer Woche noch um die 10 Grad gehabt und jetzt haben wir einfach 33, über 30 Grad. Deswegen machen wir jetzt nochmal ein Päuschen. Mal alle Fenster und Türen offen, damit es durchzieht. Trinken was Kühles zum Essen. Trinken was Kühles zum Essen. Mein Kopf funktioniert noch nicht mal mehr. Trinken was Kaltes und dann, sobald die Sonne sich ein bisschen gesenkt hat, fahren wir noch ein Stück weiter. Ja, und dann versuchen wir uns ein bisschen zu akklimatisieren. Die Sonne ist jetzt halbwegs hinter den Wolken verschwunden. Wir haben jetzt so kurz nach 8, glaube ich. Und wir machen uns jetzt nochmal ein Stündchen auf die Straße und dann suchen wir uns quasi einen Spot für die Nacht. Wir sind angekommen an unserem Stellplatz. Wir stehen hier direkt hinter einer Düne. Und jetzt machen wir gerade erstmal, haben wir den Van komplett offen. Sind wir auch sehr, sehr dankbar über unsere Moskitonetze, dass wir das einfach so aufmachen können. Und das ist der erste Tag und die erste Nacht, die wir wirklich so heiße Temperaturen haben. Wir haben hier noch unsere Überdecke drauf für kalte Nächte und haben hier überall noch unsere Winterjacken und auch diese Schlafsackdecke zum Warmhalten. Und zumindest diese Überdecke kommt jetzt mal weg, weil ich glaube, da drauf können wir heute Nacht auf keinen Fall schlafen. Grad noch im Van. Draußen ist es definitiv kühler.
Der kommende Morgen bringt Wind und angenehme Temperaturen. Eine angenehme Abwechslung und zu unserer Überraschung entdecken wir Flamingos, die hier bei Ebbe den Strand auf und ab marschieren. So, liebe Leute, es ist wieder soweit. Etwas, worauf ihr schon lange gewartet habt. Ich habe mal wieder einen Friseurtermin. Ja, es ist überfällig. Ich weiß es doch. Aber ich habe einfach keinen Termin bekommen. Aber heute war mal wieder einer frei. Salon Svenny hat geöffnet. Hier ist noch gar kein Aufsatz drauf. Sehr zufrieden, wie immer. Bester Friseursalon. Ballon, wo siebt. Salon, wo siebt. So. Ready. Naja, Mensch. Ja, es kommen jetzt 33 Grad, 36 Grad. Da muss die Matte weg. Time to shine. Wir waschen unser Auto, er hat es dringend nötig. Und wir probieren das jetzt hier mal aus. Hier gibt es so einen Selbstautomat. Wie nennt man das denn nochmal? Selbstservice. Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Es geht direkt los. Hier gibt es leider keinen so einen Schwammstab, deswegen muss man hier per Hand, ich weiß gar nicht, wie sie versuchen, das alles sauber zu kriegen. Ich glaube, so sauber war der Van schon lange nicht mehr und trotzdem ist er nicht richtig sauber. Es kam so, oh Gott, wir fühlen uns so schlecht. Wir haben Groot einfach schon so lange nicht mehr sauber gemacht und aber haben nie immer einmal waschen und nächsten Tag ist er wieder genauso dreckig. Das ist nicht das Prinzip, wie Autos sauber machen funktioniert. Nein, aber deswegen macht es schwerer. Nein, es hat uns schwer gemacht, weil wir einfach nichts gefunden haben, wirklich in letzter Zeit. Und jetzt hier mal endlich was gefunden haben. Und wir am Anfang super viel Zeit hatten auch. Aber dann auf einmal wurde die Waschanlage super voll, es hat sich eine Schlange gebildet und der Besitzer wurde dann langsam nervös und meinte so, wann seid ihr endlich fertig? Und deswegen haben wir jetzt noch schnell am Ende gemacht. Aber es fühlt sich schon deutlich besser an. Das Ding brennt. Guten Morgen zusammen. Wir haben uns schon fertig gemacht, den Van zusammengepackt.
noch einen Kaffee gekocht. Heute Morgen war es noch ganz angenehm vorne am Meer, aber jetzt brennt der Planet schon. Wir haben jetzt keine Ahnung, was haben wir? 9:30 oder so. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und wir haben ein paar Empanadas gebacken als Roadtrip-Snack, weil es einfach der perfekte Roadtrip-Snack ist. Und da wir jetzt sehr, sehr lange durchs Nichts fahren und nicht damit rechnen, dass wir die irgendwo kaufen können, haben wir uns welche selbst gemacht. Gucken wir mal, ich gehe mal ein Eis kaufen, es ist ganz schön warm. Habe aber nicht mehr so viel Bargeld, deswegen bin ich darauf angewiesen, dass die Coordinating von uns ein sehr kleines Eis. Ja, unsere Türen quietscht. Boah. Das ist so eine coole Eisdiele. Das ist der Knaller. Geil. 2.400 für das. Echt? Ja. Das ist das günstigste Eis seit langem. Krass. Es ist so lecker. Und man kann mit Karte bezahlen. Ich habe erstmal 2 Kugeln geholt, weil die so groß waren. Ja, das ist viel. Geil. Ist so lecker. Einfach mal spontan angehalten. Ist das Pfefferminz und Schokolade? Mhm. Also deine beiden Lieblingssachen? Nee, du wolltest Schokolade, oder nicht? Nein. 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 Was wolltest du? Vanille. Oh. Ich war noch zwischen Vanille und Ich Schokolade. habe noch nie Schokolade genommen. Das ist meine Frau. Die kennt mich. Dafür, dass es so gar nicht dein Fall ist, wird hier, Ja, nur Schokolade nicht. wird hier gut abgelöffelt. Das schmeckt richtig lecker. Und seit langem mal wieder einfach was. Nix bei iOverlander, in keiner App. Einfach mal selber hingefahren und zack. Einer der besten Läden, die wir... Also das beste Eis, was wir in ganz Südamerika hatten. Und mega günstig. 2004, also 2,20 € oder so für 2 Kugeln. Mit Riesenkugel. Ne? Ja, 2 Riesenkugeln mit Waffeln. Da haben wir vorher bestimmt 6 €. mit der Waffel habe ich 5, 6 € bezahlt, ja. Die hatte auch gefühlt alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich war nur überfordert mit der Auswahl. Aber ein zweites kann ich mir nicht. Nee, das reicht auf jeden Fall. Sieht halt so fancy schmelz aus. Ja, von einer richtig billigen. Ja, voll. So, das war ein guter, schöner kleiner Zwischenstopp. Das Eis war super lecker. Happy hatte kurz einen Auslauf. Wir konnten ein bisschen erholen. Jetzt haben wir Fahrerwechsel gemacht. Und jetzt geht es noch so
1,5 Stunden weiter bis nach Bahia Blanca. Und dann haben wir es für heute geschafft, oder? Dann ist die heutige Etappe erledigt. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit verfliegt. Gerade saßen wir doch noch mit Freunden am Ende der Welt. Und nur einen Wimpernschlag später sind wir schon fast auf der Zielgeraden Richtung Buenos Aires. Mit jedem Tag, der vergeht, wird es uns mehr und mehr bewusst, dass es bald nach Hause geht. Aber was bedeutet das für uns? Und obwohl wir uns dessen immer bewusster werden, können wir es irgendwie noch nicht wirklich realisieren. Die kommenden Tage werden auf jeden Fall spannend. Eine lange To-Do-Liste wartet auf uns und die Hitze wird es uns definitiv nicht einfacher machen, den Van für die Verschiffung vorzubereiten. Danke fürs Einschalten diese Woche. Liked das Video fleißig und abonniert unseren Kanal, wenn ihr das Chaos kommende Woche nicht verpassen möchtet. Das Emoji der Woche ist natürlich ein Wal. Danke, Ende.